Servus, liebe Freunde, Fans, Kunden und Mitglieder von TopBV. Da ist wieder der Wolfgang. Seit circa 3 Monaten läuft dieser Avalon Q für Quiet. Wer mein Unboxing-Video gesehen hat, weiß, dass das also für Quiet, für leise steht. Der läuft seit circa 3 Monaten, verbraucht meinen erzeugten PV-Strom, produziert seit 3 Monaten Bitcoins. Und jetzt hat es mir in der dazugehörigen App, das ist die Avalon Family App, wir schauen gleich gemeinsam da rein, etwas angezeigt. Schauen wir mal gemeinsam in diese App rein, was er mir da angezeigt hat. Moment, ich schaue noch, dass das Ganze auf Aufnehmen geht. So, wir sind also in dieser Avalon Family App drinnen. Da sehen wir, dieses Gerät läuft derzeit wirklich live. Da geht es wunderschön warm heraus. Das Gerät funktioniert übrigens jetzt als Heizung in meinem Büro oder in diesem Filmstudio. Und was sehen wir da? Er meint gerade mit 56,04 Terahash. Und wenn Sie jetzt in der App ganz nach unten schaut, ist ein Warnhinweis. Leider gibt es diese App nur auf Englisch, beziehungsweise wer sich leichter tut, auf Chinesisch. Aber da steht unten ein Hinweis, irgendetwas mit einem Filter. Recommended to clean the filter. Was heißt das? Man bekommt auch von der App, wenn man Mitteilungen zulässt, und ich zeige euch das, einen Hinweis, dass dieser Filter jetzt zu 100% quasi belegt ist und dass man diesen Filter löschen soll. Und im nachfolgenden Video geht es jetzt darum, wie man diesen Filter wirklich ausbaut, wie man löscht, wie man vielleicht ein bisschen den Hausverstand verwendet und nicht dieses Handbuch. Das schauen wir uns in der weiteren Folge nach dem Intro an. Bleibt dran, ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Super, dass ihr noch dabei seid. Schauen wir uns jetzt also an, wie wir die Filterreinigung durchführen. Und zwar, wie funktioniert grundsätzlich dieses Gerät? Dieses Gerät steckt ja am Stromnetz, ist nichts anderes wie ein Rechner, steckt am Stromnetz, vollbringt riesengroße Rechenleistungen für das Bitcoin-Netzwerk, dafür wird man entlohnt. Abfallprodukt, und das spüre ich da hinten, schaut, dass man das über das Video da nicht rüberbringt, da hinten geht es mächtig warm heraus. Und dazu wird hier von vorne Luft angesaugt und die wird dann durch das Gerät mit Lüftern durchgeblasen und geht dann hinten heraus. Und die einzigen Wartungsschritte oder das einzige, was man machen muss, das ist, wenn diese Filteranzeige aufblinkt, dass man dann diesen Filter reinigt. Wie kommt man jetzt an diesen Filter? Wenn man da was zum Trinken hergekriegt hat, falls die Stimme einmal kratzt, räumen wir es weg. Wie kommt man an diesen Filter? Dazu muss man grundsätzlich diese Frontscheibe, die ist aus Kunststoff, abziehen. Bevor man das Ganze aber macht, ist es logischerweise wie bei jedem elektrischen Gerät, also ich sage schon da ein bisschen den Hausverstand einschalten, aber ich sage es einfach dazu, dass man hier hinten einmal dieses Gerät ausschaltet. Jetzt ist das Ganze ausgeschalten, dann trenne ich dieses Gerät sicherheitshalber auch noch einmal vom Stromnetz, dass da jetzt einmal gar nichts passieren kann. Als nächsten Schritt muss man vorne bei der Frontblende, in meinem Fall ist ein LAN-Kabel angesteckt, in vielen Fällen ist hier daneben auch ein USB-Wi-Fi-Dongle, also ein WLAN-Dongle drinnen. Auch das muss man abziehen, damit man die Blende dann herunterbekommt. Wenn ihr euch andere Videos anschaut zu diesem Thema, dann schaut das Ganze sehr leicht aus. Da wird dann mit einer Hand dieser Deckel so abgezogen. Das geht dann vielleicht, wenn man das öfter gemacht hat, aber das erste Mal geht es schwer. Da hat man wirklich einen großen Widerstand und daher empfehle ich euch, verwendet so einen Schlitzschraubenzieher und da hinten ist dann so ein Spalt runter und wenn ich da reinfahre, kann ich das Ganze dann wirklich mit diesem Schlitzschraubenzieher aufmachen.
So, und dann einfach wegziehen. Und da seht ihr jetzt das Ganze, wie funktioniert das Ganze. Da ist der Lufteinlass, ihr seht, das Ganze ist leicht verstaubt. Wenn ich da mit dem Finger drüber fahre, wird das Ganze staubig. Da wird die Luft reingezogen und da hinten sind hinter den Lufteinlässen, ich zeige das da einmal verkehrt her, ist also so eine Art Vlies drinnen, die also diesen Staub, und wenn man da dann drüber fährt, dann sieht man schon, da ist jetzt ein bisschen Staub, Haare etc. drinnen. Wenn man sich die Bedienungsanleitung, die jedem Evolon Q beiliegt, die übrigens sehr gut ist und auch in Deutsch ist, wenn man das durchliest, steht bei der Filterreinigung, dass man das wie folgt macht. Reinigen Sie den Filter mit Wasser, lassen Sie ihn trocknen und setzen Sie ihn dann wieder an seinen Platz ein. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da dies den Filter beschädigen könnte. Also es wird da empfohlen, mit Wasser zu reinigen. Das mache ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, ich appelliere da wieder an den Hausverstand. Elektrisches Gerät, da auch, obwohl das aus Kunststoff ist, Wasser, da hinten sind feine Teile. Ich verwende dazu jetzt in weiterer Folge ganz einfach einen Sauger. Ich habe mir dazu aus unserem Top-PV Firmenbus unseren Einhellsauger geholt, der also wirklich auf der Baustelle in Verwendung ist. Mit dem werde ich das Ganze dann absaugen. Zum Avalon Q gibt es noch Folgendes zu sagen, da gibt es unter Umständen zwei Versionen, also ihr könnt da vielleicht, wenn ihr was Älteres habt, eine andere Version zu Hause haben. Das da, was ich da in der Hand halte, ist die aktuellste, die neueste Version. Andere Versionen haben hier noch so eine so Filtergitter drüber, die man dann herausnehmen kann und die man dann zum Beispiel laut Handtuch durchwaschen oder in meinem Fall würde ich es empfehlen, absaugen dann soll. Also das kann durchaus ein bisschen anders ausschauen, egal aber in welchem Fall. Wir saugen das Ganze jetzt gemeinsam ab. Das ist keine große Hexerei. Ich räume das Ganze da mal ein bisschen weg. Ich verwende also wirklich unseren batteriebetriebenen Baustellensauger dazu. Also das ist ja wirklich das Tolle an Einhell, dass mit einem Akku, Sie sagen ja ein Akku 1000 Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob so viele sind, also Akku in das Gerät rein. So, und schon geht's los, ja, schön staubig. Im Zubehör ist auch noch ein für diesen Zweck jetzt interessantes Teil dabei. Das ist also diese Bürste, mit der kann ich gleichzeitig bürsten und saugen. Und jetzt geht das Ganze im Prinzip relativ einfach, dass man sagt, okay, saugen wir das Ganze ab. So, das wäre also die Maschine selbst. Und jetzt verwenden wir das Ganze auch noch, dass wir hier, Entschuldigung, ihr werdet das nicht hören, dass wir hier diese Abdeckung auch noch von innen und von außen absaugen. So, das war es dann auch schon. Zum Abschluss
muss man dann diese Filtereinstellung in der App auch wieder zurücksetzen. Das zeige ich euch nach dem Einschalten. Geht also relativ einfach. Diese Blende einfach wieder aufbringen. Das macht dann klack, klack, klack. Dann das ganze Gerät wieder in Betrieb nehmen. Ich verwende das LAN-Kabel dazu. Das Gerät hinten mit Strom versorgen. Und das Gerät wieder einschalten. Das Gerät fährt dann hoch. Wir haben hier vorne auch ein kleines Display. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Das ist dann, erscheint da. Auf diesem Display wird auch die IP-Adresse, also diese interne Adresse, die dieses Gerät in meinem LAN, in meinem Netzwerk bekommt, angezeigt. Und es wird dann auch angezeigt, mit welcher Leistung, also mit wie viel Terahash dieses Gerät Bitcoins macht. Wenn euch also, Hinweis am Rande, dieses Gerät interessieren sollte, schaut bitte in unseren Shop auf www.topbv.at. Dort gibt es unter Shop eine eigene Kategorie PV-Überschuss. Dort findet ihr dann diese Miner. Es gibt auch einen entsprechenden Rabattcode dazu, da könnt ihr noch einmal 100 € sparen, wenn ihr das Ganze erwerben wollt. Und dort findet ihr auch diesen Link zu unserem Partner, zu unserem Online-Shop-Vertriebspartner, über den wir das Ganze empfehlen. Kann ich euch auch sagen, ist ein seriöser Shop. Also alle Geräte, die ich selbst besorgt habe, beziehungsweise für unsere Kunden besorgt habe. Das funktioniert wunderbar, ist in wenigen Tagen auch bei euch da. Schauen wir zum Abschluss noch einmal in die App, stellen wir diesen Filter dann noch einmal auf 0. Dazu aktivieren wir das Filmen wieder. So, wir sehen also 100%, das war bevor ich die Reinigung gemacht habe. Ich brauche nur darauf tippen und dann sagt er Reset Filter Usage Cycle, dann sage ich OK. In dem Moment ist das Ganze wieder auf 0% und sobald wieder eine Filterreinigung ansteht, wird mir das in der App angezeigt. Das war es auch für heute wieder schon. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, und zwar mache ich ganz ein interessantes Projekt mit solchen Bitcoin-Miners. Es wird nämlich die Pelletsheizung inklusive, da hinten, da sind sie, die Heizkörper in meinem gesamten Büro- und Filmstudio rausgeworfen. Die hat heute vor circa genau 21 Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Brauche ich nicht mehr, denn ich verwandle meinen PV-Strom in Bitcoins und nutze jetzt, wo die kälteren Tage ja anrücken, die Abwärme als Heizung. Wenn ihr sowas sehen wollt, abonniert bitte den Kanal, teilt auch dieses Video für Leute, damit das auch Leute sehen, die das noch nicht wissen. Gebt mir vielleicht auch ein Like. Schreibt es auch in die Kommentare, entweder in unserem Blog auf TopBV oder auf YouTube, ob ihr selber so ein Gerät habt, was ihr für Erfahrungen habt, falls ihr Fragen habt. Danke noch einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Servus, tschüss, Baba.